Den Gitarristen gesagt, Mensch, boah, Emma, das ist ja die Erleuchtung, ey, Priest, das ist ja noch geiler live, als wie ich das je erlebt habe auf Platte und so. Und dann meinte mein Gitarrist, ey Doro, das ist nicht Priest, das ist die Vorband, das ist Accept. What's up, rockers and metalheads? I'm your host Vanessa B, and this is Raining TV. Today is a special day, not only for me as we're having our very first episode of Raining TV, but also for you, because we have an amazing treat for our viewers in form of a super unique interview with not only one, but two legends from the German metal scene. Udo and Doro have teamed up for the new version of Winter Dreams from Dirk Schneider's new album Balls to the Wall Reloaded. They were sitting together during the music video shoot and talking about their cooperation, friendship and sharing stories, some of them never told before. Every metalhead knows their name. Here are Udo Dirk Schneider and Doro Pesch. Ich versuche das mal so kurz wie möglich zu halten. Sagen wir mal, eigentlich hat man das überhaupt nicht geplant. Wir mussten aber die Tour etwas verschieben zum eigentlichen Release von 84. Ging dann aus gewissen Gründen nicht. Und dann haben wir uns immer irgendwie unterhalten, auch mit Musikern. Und dann kam mal jemand an und meinte, ja, nimm doch mal ein Album noch auf. Da hat gesagt, oh, die heilige Kuh sollte man nicht unbedingt anfassen. Und dann kamen aber auch Sänger an und haben gesagt, da will man auch gerne mal mitsingen irgendwie, weil die sind auch alle groß damit geworden. Also es ist so. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir mal, ja. Dann kann man natürlich erstmal dazu, mussten wir erstmal das ganze Album erstmal aufnehmen. Dann musste man natürlich auch, ein paar Sänger hatten wir schon und dann musste man natürlich auch erstmal suchen, so, wir wollten dann natürlich auch für jeden Song einen anderen Sänger haben und Sängerin. So, ja, liebe Doro war dann auch dabei im Endeffekt, auch wunderschön Winterdienst gesungen und ja, und dann glaube ich, war es eigentlich so, dass man sagen konnte, man kann dieses Album auch ruhig auf die heilige Kuh anpacken, ja, weil das hat einfach einen ganz anderen Touch gekriegt. Wir haben eigentlich 1:1 die Songs gespielt, also da ist nicht irgendwie eine Veränderung da vom Arrangement, sondern 1:1, das hat halt einfach nur einen anderen Touch gekriegt, weil eben halt mit mir im Duett andere Sänger dabei waren, Sängerinnen dabei waren. Und ich glaube, da ist was Gutes, kommt dann demnächst. Die Snyder, Viv von Sechsen, Doro, Michael Kiske, Mille vom Creator. Also da ist schon eine, sag ich mal, interessante Mischung dabei. Ja, Joachim von Sabaton auch dabei? Joachim ist auch dabei von Sabaton, ja, richtig. Also ich glaube, da sind schon so einige Herrschaften, die der Sache schon einen richtig guten Push gegeben haben. Ad hoc kann ich da sagen, Losing More You Ever Had. Weil da war eine Nummer, die fanden wir immer gut, die Leute wollten die Nummer immer hören live, haben wir aber nie gespielt. Und das war eigentlich so eine Nummer, sag ich mal, die mir auch am meisten Spaß gemacht hat im Studio. Also das war auch immer schon einer meiner Lieblingssongs vom Balls to the Wall Album. Balls to the Wall. Balls to the Wall. Ja, oh, das war der Wahnsinn. Ich weiß noch, ich war in Düsseldorf, in der Altstadt.
Und da haben wir uns immer getroffen, dann wurden halt die neuesten Platten aufgelegt und es wurde drüber gequatscht und dann hatte ich gerade, ich glaube, die zweite Platte draußen, das war die Hellbound mit Warlock. Ja, und dann waren wir wieder, ich glaube, es war entweder Papidou oder Litfass, das waren so ganz einschlägige Kneipen, so Metal-Kneipen. Kennen wir, ja. Papidou gibt's immer noch, da gehe ich auch immer noch gerne hin. Na, und auf einmal hat halt der DJ halt Balls to the Wall aufgelegt und das war das allererste Mal, wo wir das gehört haben und wir waren, boah, ey, der Mund blieb offen stehen, weil es war so geil und es klang so geil und auch so spannend, so die Strophen und dann der Chorus und das haben wir dann immer gehört, immer, wenn man in die Altstadt gegangen ist und ja, und ich fand natürlich auch, das Albumcover fand ich super. So schön schwarz-weiß Fotografie, das war ja der Dieter Eichelpoth. Das war der gute Eichelpoth, ja. Und so ein, ja, und ich muss sagen, ehrlich gesagt, der letzte Song, Winter Dreams, hat mir immer so wahnsinnig gut gefallen. Das war auch die erste Ballade, die ich, glaube ich, gehört habe von euch. Ja. Wenn man sagen kann, das ist eine Ballade. Also ich finde den Song ist im Prinzip, ne? Kann man eigentlich schon als Ballade bezeichnen. Ja, so die Melodie, das Feeling, die Atmosphäre des Songs. Also ich finde, das ist ein totaler Hit. Also Balls to the Wall und ja, London Leather Boys fand ich auch geil. Ist er jetzt mit Biff. Das ist jetzt mit Biff, ja. Und und Winter Dreams ist immer noch mein absoluter Lieblingssong. Und ich bin so happy, dass ich den mit Udo singen konnte. Ich war im Studio in Solingen übrigens, auch im Rock City Studio und habe den aufgenommen. Und schon bei der Aufnahme habe ich das Gefühl gehabt, oh, das sitzt, das liegt mir auch gut. Und ich habe mich so gefreut. Und der Tontechniker meinte auch, ey, das ist voll dein Ding, ey, das hört man. Und ich glaube, die Version ist sehr schön. Ja, ich glaube, da war auch bei dem ganzen Album wichtig mit den Sängern, dass sie sich da auch wirklich dass die Spaß hatten an der Sache. Ja. Und nicht einfach gesagt haben, ja, okay, machen wir das mal, weil das der liebe Onkel Udo ist. Ja, so. Nee, also die hatten da wirklich auch Spaß dran. Mhm. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn einem was liegt, dann ist es auch was richtig. Anderes, als wie wenn man... Ja, also, das hat mir so gut gefallen. Ja. Hast du auch gut gemacht, hast du sehr gut gemacht. Winter dreams, reflecting the sound of my heart. It's my taste of freedom. Cold winter nights, cold winter dreams. Don't try to tear me apart. Cold winter. Ja, kalt und warm. Ja. Also man sieht natürlich unseren Atem und das ist echt unser Atem, weil es war so arschkalt in der Burg und wow, der Wahnsinn. Und draußen so die Schneeszenen, es war auch eiskalt, aber ich glaube, hat sich voll gelohnt. Ja, vor allen Dingen sage ich mal so, die ganze Szenerie passt auch zu dem Song. Ja, da war auch wirklich Konzert und vielleicht irgendwo, ich glaube, der Song wäre nicht gut gewesen, wenn wir uns einfach ins Studio gestellt hätten und gesagt, okay, wir singen da jetzt und das war's dann. Das ist schon gut umgesetzt und ich glaube, sehr das ist schon, ja. Dancing in the snow. Cold blue sky gives me the innocence I need. Cold winter nights, cold winter dreams. Ja, auf jeden Fall ganze Balls-Album. Wir spielen ein komplettes Balls-Album. Auch in der Reihenfolge, wie das Album wohl ist. Also wirklich. Und dann werden wir drumherum, sag ich mal so schön Hitparade spielen. Also ist ja, sonst wäre das Konzert auch nur 45 Minuten oder so. Ja. Wäre ein bisschen kurz. Nee, also wir haben dann da schon, glaube ich, die richtige Auswahl gefunden, auch drumherum. Ich glaube, die Leute können sich da auf was Schönes freuen, mit Sicherheit. Und wir werden unser Bestes versuchen, da auch, sag ich mal, ein paar von den Gastsängern auf die Bühne zu bringen. Also es war auf jeden Fall ein wahnsinniger Zusammenhalt unter den Metalheads, unter den Metal-Bands. Es war halt so eine, man merkte, das ist so im Aufbruch und es wurde immer größer, immer größer. Ja. Die Szene, die war
total, ja, man merkte sofort, wer ein Metalhead ist, weil damals waren natürlich die ganzen Kuttenträger, was heute etwas seltener geworden ist. Das fand ich immer total geil. Wenn jemand eine Kutte anhatte, egal mit welchen Bands drauf, aber dann war man sofort, ja, dann hat man sofort einen Freund gefunden. Ja, das ist dann, also wie meine Eltern immer gesagt haben, früher waren die Zeiten besser. Ja. Ich will nicht sagen irgendwie besser, aber sie waren anders. Das war einfach, das war irgendwie, da entstand gerade irgendwie eine Kultur, ja, zu dem Zeitpunkt. Und das war schon toll. Ich sag mal, dass man daran teilhaben konnte und auch mitgewirkt hat, dass diese Kultur überhaupt entsteht. Ja. So, war wie bei euch mit Warlock, bei uns halt mit Accept. Man muss auch die Scorpions nennen, die waren auch nicht gerade untätig, würde ich mal sagen. Und also das war schon eine tolle Zeit. Und vor allem, sag ich mal, als deutsche Band dann wirklich weltweit Erfolg zu haben, das war schon Ritterschlag. So, ja, so ungefähr. Ja. Absolut. Let's go! Keep going! Also es kam dann so Halloween, Running Wild, Creator, Destruction, Rage, Sodom. ja, ach, liebe, ja, dann kam da wirklich eine Szene zustande und es hieß dann eigentlich so nach einer gewissen Zeit, dass eigentlich die Metal-Szene nicht mehr in England war, sondern die ist nach Deutschland gewandert, ja, weil da waren wirklich richtige, hat er nun wirklich richtig gute Metal-Bands in Deutschland, kann man nicht anders sagen. Ja. There is no one the mountain. Ich würde sagen, als Mensch würde ich so bezeichnen, bodenständig, als sehr nette Person. Wir können immer viel miteinander quatschen, das werden wir uns dann mal sehen. Und ich muss da auch einen Hut vorziehen. Als Frau ist das, glaube ich, auch gar nicht so einfach in diesem männerbetonten Business, da wirklich die, wie sagt man, Sich durchzukämpfen. durchzukämpfen, ja, kann man wirklich so sagen. Und du machst das nun auch schon 40 Jahre, ne? Also Hut ab, da muss man wirklich auch Mut vorziehen. Ja, da kann ich so eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich dir die schon mal erzählt habe. Also ich hatte meine erste Band gehabt, das war noch nicht Warlock, also wir hatten ein paar Bands, Snakebite, Beast Attack und dann kam Warlock. Und wir sind überall hingefahren, wo halt die Bands gespielt haben. Und eines meiner Lieblingsbands war Judas Priest. Und damals gab es ja jetzt noch nicht so Heftchen, es gab vielleicht so Fanzines, aber das waren dann so Fotokopien und ganz schlechte Bilder. Also man hat jetzt nicht so den Plan gehabt. Naja, auf jeden Fall haben wir uns riesig gefreut, wir fahren zum Judas Priest Konzert. Und dann habe ich erstmal alle abgeholt, die ganzen Jungs in der Band, weil ich der Einzige war mit Führerschein im Auto. Nach meiner Arbeit, naja, und dann sind wir zu spät gekommen, wie immer. Und die Hütte war voll, ich weiß nicht, wo es war auf jeden Fall. Krugerhalle Essen. Krugerhalle Essen. Ja, auf jeden Fall, wir kamen rein und es war proppevoll. Und dann sind wir ganz hinten gestanden und die Band spielte schon. Und es war so super geil. Und dann habe ich meinen damaligen Gitarristen gesagt, boah, Emma, das ist ja die Erleuchtung. Ey, Priest, das ist ja noch geiler live, als wie ich das je erlebt habe auf Platte und so. Und dann meinte mein Gitarrist, ey Toro, das ist nicht Priest, das ist die Vorband, das ist Accept. Und dann denke ich mir, boah, und es war so beeindruckend, es war so gut. Und ihr saht euch echt ein bisschen ähnlich. Also Ja. Udo und Rob, so die gleiche Haarlänge, so ein bisschen blonde das war ja Haare da bis schon- zum Schulter. Und es war wirklich umwerfend. Also die Show war grandios, auch was ihr euch da so ausgedacht habt. Da waren auch irgendwie so Pyramiden dabei und so. Das war toll. Und der Sound und ich habe die Musik immer geliebt, war eine große Inspiration für uns. Alle Alben. Und auch die schnellen Sachen, so Fast as a Shark. Und dann war noch eine kleine Story. Ich war in Bochum-Zeche und wollte Raven sehen. Und dann habe ich geguckt und da war so ein Balkon so in Bochum-Zeche. Und dann meinte jemand, guck mal, wer da oben sitzt. Und dann sah ich so weiße Tonschuhe. Und das war Udo. Und dann habe ich immer nur auf die weißen Tonschuhe geguckt. Und das war so, wow, Udo ist da. Das war dann auch, man hat sich total super gefühlt, wenn halt so jemand von den Bands da war. Das war Ja. was. Damals habe ich mir noch viele Konzerte angeguckt. Ja, ne? Mache ich heute weniger, weil das ist, ich glaube auch, wenn du da irgendwo mit in der Menge stehen würdest, Ja, das muss man dann kann man das nicht sofort genießen. quatschen und so irgendwie, ja. nee, genau, Kann man dann man sowas nicht mehr genießen. Aber früher war ich ziemlich oft und habe mir Ja, Konzerte ich auch. angeguckt. Ja, das Aber- ist- ja.
Du musst noch dazu sagen, Raven, Ja, da habe ich All for One, One for All, ja, weiß ich noch. produziert Alles mit Michael Wagner damals. Ach, das Hab wusste All for ich One gar produziert. nicht. No way. Und ich ja, und wusste dann, jetzt nicht genau, ob das wirklich Raven war, aber ja, dann dann habe ich dann auch mitgesungen. Ich glaube 2 Nummern habe ich mit dem Duett gesungen. Und da war es ja ganz Kurioses, also wir waren auf dem Alkohol zu dem Zeitpunkt nicht ganz abgeneigt, ja, muss man wirklich so sagen. Und dann haben wir irgendwie so aus Spaß, lass uns mal Born to be Wild spielen. Und okay, komm, lass irgendwie machen. Und Michael hat einen Knopf gedrückt, das wusste ich aber nicht. Ne? Aufgenommen. Ja, das hat dann auch die Welt abgefeiert. Born to be Wild mal in einer etwas anderen Version. Aber hat Spaß gemacht. Super geil. Also Accept war auf jeden Fall weltweit eine ganz große Nummer. Also Kann man so sagen, ja. in den 80ern total. Ja. So, Okay, dann die Ladies first. Ja, okay. Ladies first. Ja, ich liebe die Fans, das wissen ja alle. Ich lebe für die Fans, ich lebe für die Musik, ich lebe für den Metal und ich glaube, ich bin auf der Erde, um die Leute irgendwie glücklich zu machen und denen Power zu geben und gute Energie und geilen Sound, geile Songs und ja, also für mich ist das das Allerschönste. Deswegen habe ich auch keine Familie, ich war nie verheiratet, habe keine Kinder, also für mich ist die Musik alles und die Fans ist mein Leben und ich möchte das gerne bis zum allerletzten Tag machen. Ja, solange der liebe Gott will und ja, also ich würde auch niemals in Rente gehen, habe ich mir jetzt mal so gedacht. Also solange noch alles dran ist, solange ich gesund bin, mache ich das bis zum letzten Tag. Bei mir ist es auch so, ich sage mal, ohne die Fans wären wir gar nichts. Also für mich ist eigentlich der wichtigste Part beim Musikmachen, live zu spielen, die Leute mit einem lachendem Gesicht nach Hause gehen, dass dann auch so eine gewisse, sag ich mal, Energie gegenseitig stattfindet beim Konzert, ja, und es ist einfach so, dann weißt du hast da irgendwie du gibst den Leuten noch irgendwas, ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und es macht einfach Spaß, ja, mich fragen ja auch schon mal, wann gehst du in Rente? Und sage ich immer so ungefähr wie Doro, mal gucken, ne? Keine Ahnung. Nee, also Fans ist schon ganz, ganz wichtig und ich glaube, ja, es ist toll, wenn man irgendwie so was geschafft hat, dass man den Leuten, sag ich mal, es sind wirklich Sachen auch angekommen durch deine Musik, als ich krank war, hat mir das geholfen und dann, also, das sind wirklich Sachen dabei, wo du denkst, oh, ja, also hat man, glaube ich, irgendwie schon was gemacht in diesem Business, fabriziert, sage ich immer, in diesem Business, was anscheinend gut funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, dass die Leute, ich sage immer 2 Stunden, egal was für Probleme sie zu Hause haben oder welche Probleme auch immer, in den 2 Stunden, wo sie zum Konzert kommen, sollen die eigentlich auch alles vergessen und einfach mal Spaß haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, ne, und Kraft sammeln und ja. By the way, if you haven't heard or seen Winter Dreams yet, be sure to check it out via the link below. Keep rocking and see you in the next episode of Raining TV.